und willkommen in meiner Küche. Das Frühjahr hat begonnen, die Forsythien blühen und es gibt endlich Spargel. In diesem Video zeige ich euch, wie man mit grünem Spargel eine ansprechende Vorspeise zaubert. Und es ist ganz einfach. Pro Person rechne ich 6 Stangen Spargel. Die unteren Enden werden 5 bis 6 cm breit abgebrochen. Dann wird das untere Drittel der Schale mit einem Sparschäler entfernt, da diese Schale faserig und zäh sein kann. Anschließend werden noch die kleinen dreieckigen Blattansätze entfernt. Man kann den Spargel auch auf der Arbeitsfläche liegend schälen. Er bricht dann nicht so schnell durch. Anschließend wird der Spargel gekocht. Dazu gebe ich ihn in eine große Pfanne und lege die Spargeln abwechselnd in die eine und in die andere Richtung. Das ermöglicht später ein schnelleres Anrichten auf dem Teller. Ich salze mit Meersalz und gebe ungefähr 100 ml Wasser dazu und gare den Spargel unter einem Deckel. Die Kochzeit betrug bei mir 2 Minuten. Gerade genug Zeit, die Brotringe vorzubereiten. Ihr nehmt einen Ausstechring oder ein Glas und stecht einen Kreis von ca. 7 bis 8 cm Durchmesser aus. Mit Hilfe eines zweiten Ringes oder Glases von ca. 3 bis 4 cm Durchmesser stecht ihr ein Loch in der Mitte des Kreises aus. Der Spargel ist gar und kann abgegossen werden. Wenn ihr die Soße statt mit Weißwein lieber mit Spargelwasser zubereiten wollt, fangt ihr sie bitte auf. Da die Vorspeise lauwarm serviert wird, kann der Spargel bereits auf die Teller verteilt werden, wobei die Spitzen nach außen geschoben werden. Anschließend verteile ich ober- und unterhalb des Spargels noch ein paar Salatblätter, hübsch wären auch ein paar Wildkräuter oder Blüten. Nun bereite ich die Soße vor. In einen Schlagkessel gebe ich ein Eigelb, 25 ml Weißwein, ein Spritzer Zitronensaft. Den Schlagkessel setze ich auf einen Topf mit etwas kochendem Wasser. Von nun an muss die Eimischung ständig in Bewegung bleiben. Ich gebe die Butter hinzu, die in der sich erwärmenden Mischung schmelzen wird. Sie kühlt natürlich die Eimischung ein wenig ab. Salz darf auch nicht fehlen, das hätte ich beinahe vergessen. Ist die Butter geschmolzen, kann alles recht schnell gehen, denn ab ca. 80 Grad fängt das Ei an einzudicken. Die Soße wird dann vom Feuer genommen und noch einen Moment weitergeschlagen, damit sich kein Hitzestau entwickeln kann, der sie im letzten Moment womöglich doch noch zu heiß werden lässt und zum Gerinnen bringt. Die Soße wird zur Seite gestellt und ich erhitze die Pfanne, in der die Brotringe in Butter angebraten werden. Zuerst die eine Seite, dann werden sie gewendet. Sofort nach dem Wenden gebe ich einen kleinen Klecks Butter in die Mitte und befülle die Aussparung mit einem Eigelb. Damit das schnell geht, habe ich die Eier bereits in eine Schüssel aufgeschlagen und hebe nun mit einem Esslöffel das Eigelb an und warte, bis das Eigelb umhüllende Eiweiß wieder in die Schüssel zurückfällt. Während die Eigelbe braten, habe ich gerade genug Zeit, etwas von der Weißwein-Buttersoße auf dem Spargel zu verteilen. Und da die Eigelbe nicht zu fest werden sollen, gebe ich sie unverzüglich auf den Spargel und begieße sie mit der restlichen Soße. Nun wird die Soße noch mit Schnittlauchhöllchen verziert, das Eigelb mit Fleur de Sel gewürzt und der Salat mit etwas Öl verfeinert. Fertig, es kann serviert werden. Ich hoffe, euch hat meine Anleitung dazu inspiriert, diese Vorspeise einmal auszuprobieren. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten im Kommentar und wie immer guten Appetit. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen oder teilt dieses Video einfach mal auf Facebook.